Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Wir machen dann vielleicht tendenziell weiter mit unserer Therapiestunde. Mal gucken. Du hast gesagt, etwas würde an mir nagen. Nichts nagt an mir. Come on, I can tell. But okay. Be a boyadero about it if you want to. Ich schätze, es gibt schon etwas, das mir mein Leben zur Hölle macht. What is it? Ich glaube, es ist die Not der Arbeiterklasse. Alle Welt schnorrt bei der Unternehmerklasse und legt die Macher in Fesseln. Ich glaube, es sind diese ganzen Ausländer, die uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen. They took our jobs! They took our jobs! Ah, unglaublich. Die Leute stellen ihre eigenen Interessen einfach ständig über das Allgemeinwohl. Okay, das ist einfach null das, was ich erwartet habe. Ja, ich glaube, es ist die Not der Arbeiterklasse. Oh, really? Der Golem des Kapitals läuft amok, vernichtet Schöpfer und Sklaven zugleich. Ich fürchte, dieser Prozess ist unumkehrbar. Wow. Social justice really matters that much to you. That's commendable. It really had you shaken up there. Are you sure that's it, though? Ich habe nicht viel von dieser Welt gesehen, aber angesichts dessen, was ich gesehen habe, klingt soziale Gerechtigkeit wie Jugendslang. Der Begriff klingt schon fast liberal. Was mich aufwühlt, ist der Kampf des Volkes, und zwar sehr. Nein, wahrscheinlich ist es das nicht, oder? Nein, wahrscheinlich ist es das nicht. No, it sounds like you just got chick issues. Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe diese Briefe wiedergefunden, die ich in den Müll geworfen hatte. Sie könnten etwas damit zu tun haben. Okay. Why'd you think that? Naja, zum einen haben sie ganz schwach nach Kaugummi gerochen. Ich konnte den Duft unter dem stinkenden Dreck immer noch wahrnehmen. Sie waren in einer weiblichen Handschrift verfasst und, oh boy, es hat sich gar nicht gut angefühlt, sie zu lesen. There you have it then, chick trouble. Not political after all. Who was she? Ich kann mich nicht erinnern. Really? You seem to be pretty upset about this chica. Are you sure you don't remember anything about her? Ich erinnere mich nur an ihren Duft. Wow, man. That's some pretty strange shit. Are you sure the letters were for you? Wenn ich es mir recht überlege, könnte diese Hure sie für ihren Liebhaber verfasst haben. Nein, ich bin mir ganz sicher. Warum hätte ich sonst so stark reagieren sollen? How come you don't remember, though? Is it like some selective memory thing? Moment, was meinst du mit selektiver Erinnerung? Man, when I get hurt, I just want to forget that shit, you know? That kind of selective memory. Na, ich glaube, in diesem Fall war ich einfach so unfassbar betrunken, dass ich jegliche Erinnerung an diese Welt ausgelöscht habe. Yeah, or it might be that. This one time I did so much booze that I forgot too. It's obvious she's done more than booze. Or it might just be some psych bullshit, you know? Königstein wank. Dieses, was? You know, the psych thing they've got going on there. Rich people like it. People in Königstein are mostly rich. Weißt du, ich glaube nicht, dass mir das weitergeholfen hat. Na dann, vielen Dank für das Psychogelaber. In Ordnung, ich hatte ein paar Fragen an dich. Nein, wir sagen erstmal vielen Dank für das Psychogelaber. You're welcome. Might be for the best to keep that shit forgotten though. Just my opinion. If it itches, don't scratch. Yes, but it itches really, really bad. Oh well. Ich wüsste gern mehr über deine Bekannten da drüben. My associates? I haven't got much to say about them. Beantworte bitte einfach die Frage. Sorry. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. Okay. I don't provide information on them.
Don't know what makes you think it'll be any different later, but Okay, ich hätte gedacht, wir haben jetzt ein bisschen Connection und das reicht schon, aber okay, dann offenbar nicht. Dann war's das fürs Erste. okay. Bye. Bye. So, wir müssen mal ein bisschen... Das kommt jetzt erst? Okay. Wir müssen mal ein bisschen Blick auf die Uhr behalten. Also nicht, dass ich heute irgendwas Zeitgebundenes noch machen wollen würde. Aber wir müssen halt auch einfach irgendwann pennen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob heute die richtige Nacht zum Karaoke singen ist. Vielleicht auch noch nicht. Aber heute wäre Kim nicht dabei. Ich weiß nicht, ob Kim noch irgendwann anders wieder weg ist. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Du öffnest das Vorhängeschloss mit dem Schlüssel. The lock turns easily. You hear a click as the shackle pops open. Du ziehst an der Tür. As you do, you hear the echo of the doomed commercial area, its black holes and dusty machines. Then the feeling passes. A great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum. In the heart of the city. Oh, wir gehen direkt rein, okay. What the actual hell? Der Blick nach vorne erfüllt dich mit einer seltsamen Stille. Hier solltest du gehen, nicht rennen. Da ist es wieder, das verästelte Blitzmuster, das du draußen gesehen hast. Borkenkäfer? Nein, es scheint beabsichtigt zu sein. Ein seit langem vergessener Stil. Diese groteske Holzfigur sieht halb fertig aus. Es wirkt, als wolle sie eins mit der Kirche werden. Man erkennt leider nicht so wahnsinnig viel. Ja, bringe sie darüber bekannt zu reden. Und wir haben inzwischen 3 Skillpunkte. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was ich erhöhen möchte. Wahrscheinlich wäre ein Punkt in Logik und in Mechanik ganz gut. Ich bin versucht, einen Punkt in Logik zu stecken. Mechanik ist schon okay. Mechanik kann zu niedrig bleiben. It's fine. Punkt in Logik fühle ich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Lustigerweise sehe ich gar keine Menschen. Auf der Tafel stehen komplexe Gleichungen. Sieht wie frisch angeschrieben aus. Woran erkennt man, ob an einer Tafel etwas frisch angeschrieben wurde oder nicht? Oh, aus Versehen gelaufen. Das wollte ich nicht. Die Schale ist mit Wasser gefüllt. Ein stromführendes Kabel führt direkt hinein. The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things is gone. Nothing. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Moment, ich glaube, ich höre noch etwas. And then it's gone. Almost all of it. But for the faintest of hums. You can hardly hear your own breathing. Du schreist so laut du kannst. Du stampfst mit den Füßen und klatscht in die Hände. Du siehst hinauf in den Glockenturm. The orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. Wahrnehmung. Du versuchst jenseits der Schatten etwas zu erkennen. Was, wenn ich gar nicht wissen will, was da oben ist? Doch, ich will total wissen, was da oben ist. Vielleicht ist es KRABBENMANN.
It's like there's something moving up there. A shadow has emerged from the tower and it's making its way toward you through all the other shadows. An der Decke? Yes, the darkness makes the ceiling feel infinitely far away. Du verfolgst die Bewegung des Schattens. It's not a shadow anymore, becoming more substantial as it gets closer. The shape of an animal descends. Oh no, you've lost sight of it. Where did it go? Du blinzelst. You see something hanging from the rafters, looking straight at you with dark eyes. Es ist der Krabbenmann. Maybe it's possible to talk to it. Yeah, maybe not. The shadow is a man made of the same stuff as the carpentry of the building. He is studying you intently. The KRABBENMANN. Hey, wer ist da? Hier ist die Polizei, zeigen Sie sich. Du sagst nichts, du bleibst vorerst still. Sind Sie der Krabbenmann? Ich weiß nicht, wir bleiben erstmal still, würde ich sagen. Fühle ich irgendwie. The man leaned forward a little, fixing you with a steady, unreadable gaze, then speaks. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. Ich habe alles erwartet, aber nicht das. Entschuldigung, ich bin hier am richtigen Ort. Wofür? Here you can receive the mother's love. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair at the bottom of that bottle. Hey, and what was that about the bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Ich bin Polizist. Ich muss mit Ihnen über Polizeiangelegenheiten sprechen. Von Alkoholkonsum weiß ich nichts. Oh yeah, sure. You don't know anything about alcohol use. You got it all under control, Way. I could smell the control all the way over here. Okay, gut, ich habe meine Probleme. Aber Sie brauchen mich nicht zu belehren. Ich weiß, was ich tun muss. Sie kennen mich nicht. Sie wissen doch überhaupt nicht, wie es sich anfühlt. Da ist etwas Weißes, das mich verfolgt. Etwas Weißes und sehr Trauriges. I was like you once, just dragging my feet to the next bottle. Shit was dark, Holmes. Look at these crazies. What is this shit? Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass Sie nicht ganz Unrecht haben. Du rückst deine Krawatte zurecht. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Irgendein Vollspinner unter einem Dach? Was soll der Scheiß denn? Wissen Sie, der Alkohol ist ein zentraler Bestandteil meiner Identität. Wenn ich nicht trinken würde, wäre ich einfach nicht ich selbst. Das hier ist Blödsinn. Ich weiß nicht einmal, was das hier ist. Das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen uns über die unbefugte Besetzung kirchlichen Eigentums unterhalten. Nein, das hier ist Blödsinn. Ich weiß nicht einmal, was das hier ist. You know what this is? It's truth, Holmes. Join me. Become one with it. A flame with the mother's love. This is the church of the Mother of Silence. You are welcome here. Er wippt auf dem Gebälk und wartet darauf, dass du alles verarbeitest. This Mother of Silence sounds like a serious player. You might want to be careful until you find out what you're dealing with. Ein paar Raver wollen aus der Kirche einen Nachtclub machen. The ones in the tent outside, right? I see him. Think they scared of me. Moment mal, haben Sie denn einen Grund, Angst zu haben? Nah, man. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. Anyway. Though he used to, a long time ago. Was halten Sie davon? Vom Nachtclub, meine ich.
Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go. Might even be nice to have some company. He said that in spite of himself. He's more attached to the human than he'd like to think. Wissen Sie, wo die Schauergestalt hin ist? Du deutest auf die seltsamen Maschinen. Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Don't know, Holmes. Moment, es lebt also tatsächlich noch eine Person in der Kirche? Und es ist eine, wie auch immer man das ausspricht? No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Age is just one of the many masks we wear. Und Sie wissen nicht, wo sie ist? That's what I said, Holmes. Wie können Sie das nicht wissen, wo Sie beide doch hier leben? Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. Sie haben mir also nichts weiter zu erzählen? Wie sie aussieht, was sie hier macht, wer sie ist? I'm afraid not, Essay. You just have to wait until she comes back, or... Er zuckt mit den Schultern. Or search through her radio computer. Sie müssen der Krabbenmann sein. Never known myself to be a crab. But if that's the name you got for me, I won't stop you from using it. Um ehrlich zu sein, wäre eine Spinne passender. I always thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my technique. Was waren Sie, bevor Sie zum Krabbenmann wurden? I was in a gangway, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Ich habe mein Gedächtnis ebenfalls verloren, aber mir gefällt es. So kann ich ein völlig neues Ich erschaffen und ganz von vorne beginnen. That's not really the point, I say. You gotta give yourself over to service. Service of the mother, that is. Tiago's my name, by the way. Though those syllables don't mean much to me. A name isn't just your identity, but also your place amongst your fellows. Your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Mein Name ist Harry. Du streckst deine Hand zum Gruß aus. Mein Name unterscheidet mich von meinen Weggefährten. Wie oft haben Sie einen Raphael Ambrosius Cousteau kennengelernt? Mein Name ist Harriet Dubois und mein Platz in der Welt ist Lieutenant Doppeltierfreiter. Ich bin auch kein Fan von Namen. Namen sind out. Mann, ist mir sowas von egal. Tja, ich sag, mein Name ist Harry. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Er ignoriert deine Hand. Seine Gliedmaßen sind nichts als Schatten, die mit der Dunkelheit unter der Decke verschmelzen. Was machen Sie hier? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. Wer ist diese Mutter der Stille, von der Sie ständig reden? Oh, that's no simple question, Essay. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes, and no one ever will. His adoration is beyond sexual. This cavity is something that no human form has. Was wird geschehen, wenn Sie aus diesem Loch in der Welt trinken? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began.
Ich verstehe immer noch nicht, was Sie in der Kirche machen. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. Warum singen Sie denn, wenn sie doch die Mutter der Stille ist? I don't mean literal singing, Holmes. This is the mother of silence we're talking about. It's the singing of a burning heart. You may be thinking, but fire crackles. No, Holmes. That's the material that's burning. The flames themselves are without sound. Sind Sie sicher, dass Sie nicht einfach eine Droge gegen eine andere ausgetauscht haben? It's not like that at all, man. It's just faith and joyful service. Der Glaube ist ebenfalls eine Droge. Er kann zumindest eine sein. I heard that before, Way. And I know I can't convince you on the spot. But think, when's the last time you woke up from silent communion with a hangover, regretting what you did last night? There are drugs darker than alcohol circling your system. Ich glaube, die Liebe ist meine Lieblingsdroge. Ich habe noch immer Kopfschmerzen davon. She took you for a good spin, huh? Don't worry, bro. That love is but a drop compared to the ocean of the mother's love. The mother will eat all of you and never spit you out. Das war taktlos von mir. Tut mir leid. Reden wir von etwas anderem. No worries, man. I know this shit takes time. Wie haben Sie diesen Ort, diese Kirche, überhaupt gefunden? Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, Way. It didn't belong to me. Gut, ich hatte noch weitere Fragen. The sinewy figure lingers on the wooden beams, blending into the shadows. Sie sind schon lange hier. Wissen Sie, warum die Kirche verlassen wurde? Police raid a while back. Haben Sie gesehen, was passiert ist? Not really, or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It lets you forget about everything. Okay. Also gut, danke. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Eine gesprungene bunte Glasscheibe. Eisblumen auf dem Glas versperren die Sicht. Seidenschal für meskische Gangmitglieder. Okay. Eine in den Frost auf dem Fenster gezeichnete Figur. Ein Hirsch. Dieser riesige rote Schal ist noch voller Staub vom Herumliegen in der Kirche. Eine subtile Ton-in-Ton-Stickerei schmückt ihn mit stolzen Hähnen und meskischen Blütenmustern. Eine Spinne hat ihr Netz um diese aus Holz geschnitzte Säule gesponnen. Oh, da oben liegt Stuff. Schuhe und Geld, I guess. Könnten seine Sachen sein. Rote, whatever, für meskische Gangmitglieder. +1 Empathie. Okay. Und ein Real 50 Cent. Was haben wir denn hier?
machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. Irgendwie kommt mir das Ding bekannt vor. A quaint little box of radio waves. Better not touch it. Who knows what evils it may hide? Du trittst hinter das Gerät. As you step closer, you notice fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. Du wirfst deinen Blick in das Fach. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. Another filament memory. Press play to talk with the repeater. Genau das werde ich tun. Wobei, da ist Papier. Vielleicht drücke ich erstmal auf Print. Nothing happens. Okay, dann drücke ich auf Play. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good evening. Votre accident on Saint-Brun. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? It's the same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Yvonne, ich bin es wieder. Wie geht es Ihnen? Ich habe im Kern nachgesehen, aber auf dem Klebeband des Filaments steht nur Protokoll Februar bis März. Fortress Accident. Genau wie im verfluchten Gewerbeblock? Danke, aber ich bin mit dem Anruf fertig. Yvonne, ich bin es wieder. Hey, wie geht's Ihnen? Good, thank you. Please repeat. Is this the personal log? Ich habe im Kern nachgesehen, aber auf dem Klebeband des Filaments steht nur Protokoll Februar bis März. Good. Please repeat the password. Ich kann mir die Passwörter nie merken. Können Sie mir einen Hinweis geben? No. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie das Ding bitte. I am contractually obliged to protect the privacy of Yeah. the Now, can you please repeat the password? Ich kenne das Passwort nicht. Received. I will register this login attempt. That sounds bad. A login attempt. Something a criminal would do. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Danke, ich bin mit dem Anruf fertig. Sleep well, Fortress accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. Könnte das einer der Programmierer sein? Eine der Programmiererinnen. 2 Tonbandgeräte rotieren leer vor sich hin. Ein tragbares Tonbandgerät. Modell Harman Waushi oder so? Ob es vielleicht etwas aufnimmt? Jemand zapft elektrischen Strom von draußen ab und betreibt damit diese Antenne. In white, silver, and apricot faience, the young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. A dark and radiant majesty. Und ihre Lungen leuchten. Just saying. This is her innocence, Dolores Day. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her flowing dress. You should kneel. Nein, wir knien uns nicht hin. Cold wind seeps in from the crack in the glass. Snowdrifts cover the floorboards at your feet. Above, you feel her multicolored eyes on you, inspecting you. As if under a microscope. Du siehst nach oben. The woman looks down at you, standing there. She towers among her followers, architects, laymen, courtiers. There is a sad smile on her lips and a glint in her green-blue eye. Of what? Compassion? Remorse?
She acknowledges the passing of someone who is still alive. You. No, she doesn't care about you. She only cares about her shiny sovereign's orb and her silk robes and getting to the aerodrome on time. To leave. Es ist Mitgefühl. Es ist Reue. Es ist Trauer. Es ist unerträglich zu leben. That great and desperate thought passes through your mind as you stand in the apricot-colored light of the window. Above you, the woman keeps smiling a distant smile, sundered by the crack in the glass. Woher wusste ich, dass das die Mutter des Humanismus ist? Despite the damage you've done to yourself, the title appears lodged in your hippocampus. This is her innocence, Dolores Day. The innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. Perhaps the most famous human being ever to have lived. No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the deluge and haunts you still, and will haunt you forever, as it haunts all men. War sie auf irgendeine Weise furchteinflößend? Terrifying is a term too emotionally charged for your semantic memory, or what remains of it. But terrifying, it's a simple word. She was bad for humanity, and you shouldn't have started thinking about her. Nein, ich will wissen, ob es etwas Schlechtes an ihr gab. You already do. Although she is often considered to be the greatest human being to ever live, there was something ominous about Dolores Day, constantly surrounded by her terriers. She was the most socially secluded and least self-aware of all the innocences. Some modern thinkers would consider her a war criminal for the campaigns she waged against the Mesk state. And then there were the resettlement programs. Was ist dann passiert? The Mesk state tried to detach itself from innocentic rule. Parts of the world were experiencing whiplash from accelerating into secularism. Her mandatory education programs and mass resettlement of upstream Marguerite were problematic as well. Dissenters were suppressed by a military force she called the Army of Humanity. She adored chess, yes, but also military war games. Dolores Day often holds a tiny tin soldier between her index finger and thumb in icons such as this. She was also blonde, the blondest woman you have ever seen, with green eyes the color of the Pacific, mare interregnum. Little is known of her Marchese husband. It's as if he vanished from history after completing his role, which was to introduce Dolores Day to court. In conclusion, yes, there is something lonely, paranoid, and even terrifying that people seldom mention, but feel when they think of her. This subtle terror is part of her iconography. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich gerade nicht das Bedürfnis mehr über Dolores Day zu erfahren. Zur Hölle damit. But she was not hell. She is the opposite of that. The wind of paradise, stripping away the covers from the hearts of men. There you stand, below her once more, with your hands on your side, momentarily at a loss as what to do with yourself. Dann versuchen wir mal, das zerbrochene Glas zu rekonstruieren. The shards glimmer in the dark. You see little pearls of light on the edges of the crack that splits the female figure. Something was written there. Remains of broken letters line the emulsion. What it said, you do not know. Okay, das hat uns nicht wahnsinnig viel weitergebracht. Wir haben natürlich noch diese Schuhe. Diese adretten Schlangenlederschuhe sind... Was? Diesen adretten Schlangenlederschuhen ist ein beinahe unsichtbares weißes Blumenmotiv auf die Lasche aufgenäht.
Die Schuhkappen sind vom Herumliegen in der Kirche immer noch verstaubt. The mother of humanism. Okay. Das war völlig anders als erwartet. Aber eigentlich wundert mich das inzwischen auch nicht mehr. Oh, es ist dunkel. Wir haben eingeschränkten Sichtradius. Das ist auch einfach nach 21 Uhr. Hi again. So, how things going? Wegen der Kirche. Ich habe sie mir angesehen. And? What happened? Ich habe mit dem Krabbenmann gesprochen. Oh man! Who is he? What did you think? Er scheint in Ordnung zu sein, ehrlich und äußerst spirituell. Erst hat er mir eine merkwürdige Vorlesung über Alkoholismus gehalten, bevor er dann anfing, über die Liebe der Mutter zu plappern. Nein, oder... Du hattest recht, er ist ein echter Narkomane. Und wie er klettert, das war wirklich schrecklich. Nein, ich denke, er ist in Ordnung. Really? Huh. Interesting. What's he doing in the church? Anscheinend nur predigen und beten. No matter. Is he gonna be a problem? Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? Natürlich ist er ein Problem, er ist ein Krabbenmann. Er hält sich körperlich fit, pflegt spirituelle Gedanken und trinkt nicht. Wer bin ich, so einen Menschen zu vertreiben? Soweit ich es einschätzen kann, wird er sich nicht vertreiben lassen. Er wird weiter da oben herumklettern. Ihr Jungs werdet ihn niemals erwischen. Er hat mir sogar gesagt, dass er überhaupt nichts gegen einen Nachtclub hätte. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice, friendly hyper time? Tja, ihr werdet wohl einfach mit dem Krabbenmann leben müssen. I guess it's not a massive problem, now that I think of it. Everyone is welcome to dance till the morning light. Yeah! Maybe. I guess we'll figure something out. Okay, but what about the other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? Ich habe die andere Schauergestalt nicht gesehen. Nur ein paar Gerätschaften. But she's in there somewhere. Has to be. Have you tried investigating the machines? Anyway, do let us know if you see her. Okay, dann war es das fürs Erste. Okay. Wir haben inzwischen immerhin 17% Chance, aber nein. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah! Gut, verlassen wir den Rave fürs Erste. Und dann machen wir was? Wir gehen auf jeden Fall mal zurück. Und gucken mal, ob wir das Tonband aus unserem Shiver finden. Oh, hier ist noch was. Heute öffnet sich diese Tür nicht mehr. Es ist Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen. Ja gut. Sie sitzt immer noch draußen. Wir könnten jetzt schlafen gehen bei uns in der Bude, aber wir haben fürs Whirling bezahlt. Abgesehen davon... bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich Karaoke singen möchte. Ah Mist, wir müssten die letzte Falle noch kontrollieren. Das können wir fix mal machen. Wenn ich sie wiederfinde. Die war irgendwo... hier weiter links, ne? Nicht hier? Oh ne, das ist noch viel weiter links. Oh boy.
Here we are. This is the last of the traps. The one Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. Na dann, sehen wir uns mal um. The reeds by the abandoned campsite hiss and shake in the lazily falling rain. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange, somehow. Du greifst nach der Falle. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. Du siehst genauer hin. No locust. No phasmid either, but still. Du siehst noch genauer hin. Nothing. No traces of the locusts or the Insulindian phasmid. What happened? The netting is a little untidy, messier than the others. Like someone or something picked the trap up and shook it before dropping it back down on the ground. The reeds continue to hiss around you as you put the empty trap back on the ground. Time to consult the professionals, Morel and Lena. Okay, da sind wir ja quasi auf dem Weg hin. Die sollten ja beide im Whirling sein. Ja, kontrolliere die Fallen. Kehre ins Whirling zurück. Ja, alles klar. Alles klar, das ist genau das, was ich vorhabe. Wenn ich den Weg wüsste. Wir könnten schnell reisen, ich weiß, aber ich möchte das gerade nicht. Wobei es wahrscheinlich deutlich einfacher wäre. Aber irgendwie fühle ich es gerade so ein bisschen, hier nachts im Regen lang zu laufen. Warum ist das denn jetzt wieder da? Ah, okay. Und auch schon wieder weg. War hier nicht der Übergang? Ah ne, wir müssen hier hoch, ne? Und dann darüber. So war's. So, und hier soll angeblich irgendwo Baum, Tonband und so. Oh, guck mal, wir können ganz viel wahrnehmen. Ach, dafür müssen wir jetzt wirklich da runterlatschen. Okay, geh einen Schritt schneller. Zwischen die Schenkel eines Seite 1 Mädchens hat jemand... Okay, das war zu schnell weg. Irgendwas geschrieben. Macaroni in Plastikverpackung mit dem Aufdruck humanitäre Hilfe. Auf der Kiste steht humanitäre Hilfe, Thunfisch, nicht für den Weiterverkauf bestimmt. Auf der Kiste steht eine Lautsprecherspende des samaranischen Volkes. What? Auf der Kiste steht eine Lebensmittelspende des messinischen Volkes. Und hier haben wir den Baum. The hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane. Bronze-colored ribbons of magnetic tape are caught in its branches. Flutter just like promised. You've stood here for what seems like eons, guzzling the sickly fumes of lorries and carriages. Verpiss dich, Natur! Du schlägst den Baum. Braver Weißdorn. Du tätschelst den Baum. Patting the tree reveals a small sticker which has almost been worn to oblivion. It reads, RCM Emergencies Desk, number 8102, underneath a slogan, Mankind, be vigilant. You tree-hugging pansy. The bronze ribbon twists around and within the branches in an intricately natural pattern. But there's something. Was sehe ich? There's a twisted logic in this mess. You see the ends of the ribbon, the way it flows, how it twists and turns. It's all starting to make sense. It'll be easier to remove now. Wow, dann haben wir jetzt immerhin 28% Chance. Ich könnte noch einen Punkt in Mechanik setzen, aber dann kommen wir wahrscheinlich auch nur so auf, keine Ahnung, 35, 37 oder so. Na, probieren wir es. Like an immaculate labyrinth,
The magnetic tape twists and turns around the branches. You just can't get it loose. All you've done is make your fingers bleed from the thorns. Okay, verlieren wir Hitpoints. Uncool. Aber ich heile mich jetzt nicht, weil wir gehen eh demnächst pennen. Von daher... Eher ein Tonband zu verkaufen? Everything's still cool here, officer. Kurze Frage. Verkaufen Sie Tonbänder? Tapes? You mean like music tapes? No, music is out. Don't listen to music. I sell extremely cool sunglasses. If you want to get your mojo going. Aha. Sie haben also gar keine Ahnung, wo ich Tonbänder finden könnte? Tapes? Tapes are everywhere. They're worthless. Kids throw them in the trees. There's one in the bushes, right behind this lorry. No one would ever throw a good pair of high-quality plastic sunglasses in the bushes, mister. To the west, dark brown ribbons of tape hang from the tree, Ja, ich weiß. flowing in the wind. Auf den Lebensmittelverpackungen, die Sie verkaufen, steht humanitäre Hilfe. Wie kommt das? You mean these delicious pre-packaged shelf-stable meal kits? Really easy to cook, no hassle, really cheap too. Buy some, try them out. Ich glaube, bei einem stand nicht für den Weiterverkauf bestimmt auf der Packung. No problem here, officer. I get all this from one of my suppliers, an extremely reputable guy. Fährt Ihr Lieferant den Humanox-Lastwagen da drüben? What? Der Straßenhändler wirft einen Blick über seine rechte Schulter und starrt den Lastwagen an, als ob er in seinem ganzen Leben, soll das wahrscheinlich heißen, als ob er in seinem ganzen Leben noch keinen zu Gesicht bekommen hätte. Look, officer, I'm just a retailer. You'd have to talk to my supplier if you got questions about the supply chain. That's how the game works. Natürlich. Aber bei dem anderen LKW stand ja keiner und hier ist nur der Typ. Oder? Also hier ist halt der Container, aber that's it. Ich weiß nicht, hier geht wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Ja, die wird ja immer noch hinstarren. Ist das irgendwas? Ne. Okay. In that case... Oh Gott, warum muss ich denn da außen rumlaufen? In that case... Wo ist denn eigentlich... Ah. Den kann ich nicht einfach verwenden, oder? Ach so. Ich kann ihn noch nicht in die Hand packen. Ich kann das mal weglegen. Nee. Ich kann das Bier trinken. Denke ich. Well, hello. Someone seems to have found himself a bottle of alcohol. Here's where the magic happens. Du siehst dir die Flasche an. What a solid can of mass-produced piss water. Well over 10% alcohol in this so-called beer. Pop it open before it gets too warm. Wow, the gods of mass production have made this alcohol container laughably easy to open. A child could have done it. Du öffnest die Flasche. There's a satisfying pop as the cap comes off, and the hair on your back rises like an army at attention. You've been here before. Welcome back, detective. You're home now. You see a flash of teeth, a young woman smiling at you near some railway overpass in your ruined past. She is gorgeous, and she is yours. Du nimmst einen Schluck. A golden sun melts down your throat. Its rays filling your nostrils with sunshine. Your stomach melts from it.
into a happy, gooey mess. So does your mind. All the bad things are melting. You're you again. A real cop. A real detective. Incredibly well done. Jetzt ist dieses kleine Alkoholsymbol hier unten. Ah, das ist einfach für den Buff, okay. Ich nehme mal so ein Moral-Item, just in case. In the bottom right corner of the screen, there's an alcohol button. From the Danke, das hab void ich we gesehen. came, and to the void we must return. Okay. Ich bin versucht, ein paar Klamotten zu verkaufen. Wir haben so unfassbar viel Stuff. Aber nicht jetzt. Kann ich noch mehr trinken? Na, kann ich nicht. Okay. Okay. Gut, das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Interessant. Dann rekonstruieren wir doch mal die Fahrt. Aber Moment, was für ein Fahrzeug ist hier durchgefahren? Hard to say. Okay, wir versuchen die Fahrt zu rekonstruieren. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Könnten wir gewesen sein? Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there and then accelerated straight into the fence. Was ist dann passiert? The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Before heading south, must have been in a hurry. Aus irgendeinem Grund ist das von Bedeutung. Hier habe ich meine Fahrt mit dem Motorwagen begonnen. Ja? Yes, and ended up half sunken in the sea. You must have been drunk when you left off. Aus irgendeinem Grund ist das von Bedeutung. Maybe. Probably. An ominous warning of bad things ahead. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ganz ehrlich, am Ende haben wir den Scheißsöldner einfach erschossen. Ach, goodness. So, ich würde kein Karaoke singen. Wer ist denn bitte? Ah, das ist der. Am I ever so grateful to you, officer? But I'm not the only one who wants to thank you. Ja, dann werde ich mich mal mit Lena unterhalten. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. So etwas ist schließlich mein Job. Es war wirklich ein epischer Track. Es lag auf dem Weg, während ich an dem anderen Fall gearbeitet habe. Ich bin jetzt quasi auch ein Kryptozoologe. Na. Es lag quasi auf dem Weg. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie, Mexican origin. The pin is an antique, quite special. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Okay. Das ist eine Krawatte, das sieht nicht so aus, aber okay. Eine dünne Schnürsenkelkrawatte, die durch eine antike Klammer in Form eines Vogelschädels zusammengehalten wird. Der Schädel hat 8 Augenhöhlen. Ist beunruhigend. Aber du kannst einfach nicht wegsehen. +1 Innenleben, +1 Willenskraft. Okay. Ja, Moral.
couldn't possibly shower thanks on you as enthusiastically as my wife has, but I am grateful for your assistance, officer. He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. Ich habe alle Fallen kontrolliert. Good. Okay. And? Eine von ihnen war leer. Completely empty? Surprise, tempered with fear and trepidation. He doesn't know what to think yet. Maybe you're joking? Es war überhaupt nichts in der Falle. Keine Heuschrecken, keine Phasmide. No locusts? No phasmid either? That's not ideal, but... Die leere Falle war diejenige auf ihrem Lagerplatz. Vielleicht spielt das ja irgendeine Rolle? I definitely left that one stocked. Right from the campsite? Just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. You're dealing with a subject near and dear to their hearts. It might behove you to tread lightly. Yes, the Phantasmadeia picked off the locusts and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Another trip to the reeds. Ja, genau so ist es. Diese Phasmide ist eine wirklich geschickte Jägerin. Ich weiß nicht. Ich bin nicht überzeugt. Sind Sie sicher, dass es keine alternativen Erklärungen gibt? Ich bin nicht überzeugt. Why don't you try convincing Morell his hypothesis is invalid? Thank you for the vote of no confidence, Gary. An officer. I appreciate your concern, but please leave this to the experts. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture. You're jabbing at the soft underbelly of his psyche. He realizes he's gotten defensive. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol, is yours. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened? Wir haben eine 58% Chance, eine alternative Theorie zu den verschwundenen Heuschrecken zu entwickeln. Versuchen wir es. Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap, too. You should ask the red-headed boy, Kuno. Ich glaube, ein kleiner Rowdy namens Kuno könnte die Heuschrecken gestohlen haben. A little hooligan. But what would a child want with bugs? Oh, my dear Morell. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Ich werde mit dem missratenen Jungen reden. Vielleicht finde ich etwas heraus. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so close. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. After this is your last chance to talk to Gary. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Morell, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Gary. You'd be more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. We're gonna follow this through. He keeps the language unemotional, but it's in there. Disappointment.
Wussten Sie, dass Gary die Rüstung versteckt hatte? Hell no. I had no idea. And I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. He's got his quirks, but dishonesty, disloyalty are not one of them. I don't know what got into him, officer. Thank you for letting him off easy. He won't forget it. We'll make sure he won't. Gut, ich weiß nicht, ob ich noch mit Gary sprechen möchte. Ich glaube, also ich quatsche ihn nochmal an, aber... Always a pleasure to see an officer of the law. Ich denke, wir sind gut. Also... Die beiden Cops von heute Morgen sind weg, oder? Die Hardy Boys sind hier. Sollte ich Karaoke singen? I don't know, man. Kann ich Karaoke singen? Das fühlt sich richtig an. Du gehörst hierher. Ja, aber ich kann mit nichts interagieren. Das ist halt die Sache. Hey, was there something you needed? Well, well. Bringing him that new bird sure made a difference in his attitude. Okay. Mir ist noch eine Sache im Whirling aufgefallen. Another thing. Nee, Great, eigentlich yes. nicht. Okay. Ich dachte, da wäre noch was Neues, aber nein. Oh Gott, dieser Fall wird niemals ein Ende nehmen. Also nicht der Main Case, sondern das mit den Fallen, meine ich. Verschwundene Insekten. Ugh. Gut, wir können, glaube ich, gar nicht singen. Also wir werden irgendwann wahrscheinlich die Gelegenheit haben, aber gerade nicht. Der Kollege noch was zu sagen? Hi again, Gendarme. Wir können das ausprobieren. Was hat es nur mit seiner Art auf sich so zu geben? Could he be a member of the homosexual underground? Na, finally. Yes, this man is definitely one of the homos. I've seen them homos with my own eyes. This sexual thing seems interesting. Ask around. Become involved. Boah, spreche ich ihn da jetzt drauf an? Das ist halt ultra assi eigentlich. Aber hey, nicht, dass wir uns gerade nach einem Bier darum scheren würden. Gehören Sie zum homosexuellen Untergrund? The homosexual underground? Der Raucher setzt sich sofort gerade hin. Also eigentlich steht er, aber okay. Seine Augen weiten sich belustigt und verwundert. Ein honigsüßes Lächeln bleibt auf seinen Lippen zurück. Why, yes I am, officer. Why? Do you want to investigate? Ja, ich will mehr über diesen homosexuellen Untergrund erfahren, zu dem Sie gehören. Oh, it's a pleasure group. A Subrosa pleasure group congregating in cellars under the cover of night. Saturday night. Sometimes even Friday night. Was ist mit Donnerstagnacht? Or Thursday night. Sometimes the congregating doesn't even end. It carries on into our daily life. Aber warum versammeln Sie sich? Was machen Sie? Oh, we're ambitious. We want to destroy the last vestiges of meaning, the last things people in Rebeshul have to hold on to, the true symbols of security. The meaning of man and woman, mother and father, their marriage. Everything will be constantly shifting and moving under our rule. The future will belong to a circus of identities just spinning around, surreal and unreal. You won't even know who you are anymore. Hat das irgendwas mit Disco zu tun? Yes, we listen to a lot of disco. Some say we engineered disco to spread our vision of a vertiginous, ever-changing society, where all there is a razzle-dazzle of gold. We are going to change the family unit with all this razzmatazz and finger dancing. And with mysteries. Of course, the mysteries are also of sexual nature, very esoteric. Disco gefällt mir. Vielleicht sollte ich mitmachen. You can't just get into it. You have to be born into it. One is either already in the homosexual movement or forever excluded from it. Was, wenn ich mich nicht erinnern kann, ob ich dazugehöre oder nicht? Was, wenn ich mich an nichts aus meinem Leben mehr erinnern kann? Außer natürlich daran, dass ich Disco mag. Beautiful. Beautiful.
that's exactly what we're looking for. Who knows, maybe you were homosexual in the past. Maybe all of that has been repressed. Lässt seine Hände dich kreisen. I have to say that you do look like someone who might be part of the underground. You have that very distinctive, I can't understand what's going on here look. Okay, du zwinkerst. Okay. Ich muss darüber nachdenken. Für meinen Verstand wird es ein ungefähr 20 Stunden langes Projekt. Mindestens 20 Stunden. Ja, wir zwinkern ihm einfach zu. Do think about it, officer. Okay, wir sagen einfach beides. Absolutely wonderful. A man like you can figure out his sexuality in a working day. It won't be 20 hours unless you want to enter the heightened realms of the phantasm erotique afterwards. It may be 20 hours or more, but that would be on your own time. Bye-bye, gendarme. Okay. 8 Stunden. Kein Bonus oder Malus während der Forschungszeit. Komm, dafür gebe ich einen Punkt aus. Verinnerlichen wir das. Vielleicht können wir das im Schlaf machen. Okay. Gut, ich glaube, wir müssten noch mit den Hardy Boys sprechen und wir müssten noch mit Wrack sprechen und prinzipiell will ich das aber alles machen, nachdem Kim wieder da ist. Abgesehen davon müssen wir mit Kim über die zweite Leiche sprechen, die wahrscheinlich nichts mit dem Fall zu tun hat, aber who knows. Und deswegen würde ich, glaube ich, einfach mal schlafen gehen. Wir nichts anderes machen können. The door is closed. Ja, okay. The lieutenant's door is closed. Er ist noch nicht da. No response. Still no response. Where is he? Isn't it party o'clock? Is he not worried that you haven't found the murder weapon yet? Anything to not face the hanged disco man yet. Du klopfst die Melodie, die Kim auf der Schaukel gepfiffen hat. You hear the sound of a drawer closing, followed by the shuffling of feet. Aber Kim sollte gar nicht da sein. Is that you, Harry? What time is it? What the hell? Warum ist Kim da? Ich denke, der kommt das morgen früh wieder. Ist er nicht mit dem Auto weggefahren? Ich wollte den Fall nochmal besprechen. Yes, that's a good idea. Let's do it in the morning. You know, when we are not sleeping. Sleep is what he needs most right now. Good night, Harry. Ja, gut. Okay, das war weird. Also kriegen wir keinen Daily Recap mit Kim. Tja, ich denke, dann gehen wir schlafen. Hilft ja alles nichts. Mal gucken, ob wir die Leiche in unseren Träumen besuchen können. Ich weiß es nicht. Wir haben Alkohol getrunken, wir können hoffentlich schlafen. Die Wirkung hält auf jeden Fall noch. Wir könnten tendenziell noch eine Zigarette rauchen. Yeah, you know what? Let's do that. Aber wir sind nett, wir gehen zum Rauchen raus. Habe ich die Kippen nicht mehr in der Hand? Doch, habe ich. Aber kann ich sie jetzt... Warte. Oh, falscher Button. Na. There it is. A brave little army in your pocket. The 1st Smokes platoon. 20 brave souls standing in salute. Ready to step into fire for you, sir. Du ziehst einen aus der Schachtel. You picked the best one. This soldier is fat and succulent. What are you waiting for? Light up.
re-become yourself. Haben wir ein Feuerzeug? Oh yes, Bratan! Please light up! You need a trooper between your lips right now! Calm your shit down! Go to Pleasureland! Become a genius! Du zündest sie an. Get a load of this rock and roll cop here, people. Johnny Thundercop fishes a cheap lighter out of his pants. With a flick of the thumb, there's fire. A primal satisfaction. Here we go. The lighter's dark green disposable plastic. Safety's off. In your case, the safety is always off. Du hältst den Lümmel ins Feuer. Also die Zigarette, nicht dein Lümmel. Und atmest ein. Thick, warm smoke gets sucked down into your lungs. Immediately, you feel a warm nostalgia fill your head, body, and soul. A nostalgia for yourself. The man you were in your youth. Johnny Thundercop is back, and he's chill as balls. In the bottom right corner. Danke. Why does art inspire you so much? Das tut sie, ja, aber was ist Kunst? Excellent question. Art is a diverse range of visual, literary, auditory, and performative creativity. It's an expression of imagination and technical skill. Additionally, it's history, criticism, and pure enjoyment. In short, art is the highest form of human communication, representation, narrative, emotion, and agency intertwined. Würde ich in die Kunstwelt passen? Ich meine... Have you looked in the mirror lately? You have the exact features of a savage art critic, with that beard and those clothes. Disheveled and prophetic. Perhaps you should try to critique architecture too. Augenblick, ist Architektur auch Kunst? Of course not. It's autism, box drawing, masturbation with a ruler and a sextant or whatever they use. You should demean and criticize the genteel institution of architecture while extolling the virtues of the pure arts. Was ist mit Musik? Ist sie Kunst? Only the most experimental kind. Irgendwie fühle ich mich in letzter Zeit wirklich zum Kritiker berufen. Yes, you seek substance. No vapid representations and reproductions of social mores as made manifest in stuffy biennials. We're talking real living art here. Become the art cop. Half art critic, half cop. Moment, muss ich denn nicht zu 100% Bulle sein, um den Fall zu lösen und so? Quit being so indecisive. What are you going for here? Some kind of indecisive and camp aesthetic now? Strike a bold shape here. Go art or go home. Okay, wenn ich 50% Kunstkritiker sein muss, um mich aus der repetitiven Routine zu befreien zu können, dann soll es eben so sein. Exactly. It's not only your duty to only catch the criminals off the street, you must also apprehend criminals of the printing press and the gallery, the trite and derivative artists and writers of the world. Go ahead and provide savage criticisms, art cop. The world is yours to rip to pieces and reassemble. Okay, wir haben einen neuen Gedanken gewonnen. Und zwar, oh Gott, vor dem weißen Hintergrund sehe ich das nicht. Hier, Bulle mit Kunststudium. -1 Wahrnehmung. Zu scheiße zum Hinschauen. Großartig. Ja, nicht jetzt. Sehe ich gerade irgendwie nicht. Eigentlich wollte ich die Kippe hauptsächlich rauchen, weil ich gehofft hatte, wir steigen noch ein Level auf und genau das ist passiert. Also von daher. War ja auch ein Auftrag. Finde Zigaretten und rauche sie. Ne? Just saying. Von Montag früh und so. Wo auch immer das jetzt gelandet ist. Keine Ahnung. Abgesehen davon konnten wir letzte Nacht nicht schlafen oder nicht gut. Und ich denke, mit einem Bierchen und einer Kippe geht das jetzt vielleicht besser. Who knows? The bed is still cold from the broken window and not too inviting, but it's yours. You've earned it. Bier, Bier, Bier.
Bett, Bett, Bett. It's not easy, but your bones are so tired from what feel like weeks of work on the case. You have to try. After what feels like hours, you feel you might be sleeping. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Recorded in you. Forever. On Faraday. Sie drehen sich in alle Ewigkeit. On and on it goes. For untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising. Rising. Above the dark curvature. The great wingspan of sleep. Studded with stars. Behold, there are millions of them down there. The first time. The last time. The smoke in her mouth. The plotted flowers. The faces turning, changing. Was ist das? It's the world, Harry boy. And you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. Der Regen, der Schnee. Ich will das nicht vergessen. Es ist wunderschön. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Ganz genau. Ich bin ein Akteur der Welt. You'll go insane if you keep going like this. One more day, and you'll be in the loony bin. I just know you will. And for what, brother man? Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Warum nicht? 'Cause only love can break your heart. Du spürst das Kissen direkt unter deiner Wange. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Do it for the wind. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. Du öffnest die Augen. Erstaunlich, dass wir nach so einer Nacht Gesundheit und Moral zurückgewonnen haben. Was ist das hier unten? Oh, das sind die Zigaretten, die wir noch in der Hand haben. Ja, die legen wir vielleicht mal weg. Alright, dann gucken wir mal, was der neue Tag so bringt. Und ich sage vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.